Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing. Diesmal mit einem Werkstattvideo zur Yamaha YZF R6 der Baureihe RJ03, sprich die Modelljahre 1999 bis 2002. Bei diesem Modell hört und liest man immer wieder von auftretenden Problemen beim Schalten. Genauer gesagt, dass sich das Getriebe irgendwann nicht mehr präzise schalten lässt. Gerade beim Runterschalten kommt es da oft zu Problemen. Man kommt sozusagen zwischen die Gänge, das heißt beim Herunterschalten ist zwischen zwei Gängen gefühlt ein Leerlauf, wo eigentlich keiner sein sollte. Der tiefer liegende Gang rastet nicht vollständig ein. Es passiert dann, dass man die Kupplung loslässt, Gas gibt, der Motor dreht hoch, es gibt aber keinen Vortrieb. Man muss dann nochmal den Schalthebel betätigen, woraufhin der Gang dann einrastet, das aber mit einem sehr starken Krachen aus dem Getriebe einhergeht. Oder man schaltet, lässt wiederum die Kupplung kommen, geht ans Gas, der Motor dreht hoch und der Gang springt dann versetzt tatsächlich noch rein. Dabei geht ein riesen Ruck durchs Motorrad. Das ist zum einen einfach unangenehm zum Fahren, zum anderen auch gefährlich. Ein weiteres Problem ist die Schwierigkeit beim Finden der Neutralposition, dass man das nicht mehr exakt erfühlen kann, wo jetzt tatsächlich der Leerlauf ist. Man muss mehrfach hoch und runter schalten, um dann letzten Endes die Neutralstellung zu finden. Das Ganze kann so weit gehen, dass sich auch möglicherweise gar kein Gang mehr einlegen lässt. Zur Ursache und Behebung des Ganzen kursieren sehr viele Theorien. Die einen fangen an und drehen am Schaltgestänge rum, die anderen schlagen vor, man soll doch mal ein anderes Motoröl verwenden, wiederum andere tauschen die Kupplung, was ich auch schon gehört habe, dass manche Leute das Motorrad viel zu günstig verkauft haben, weil sie einen Getriebeschaden vermutet haben. Dabei ist die Ursache und die Lösung dieses Problems denkbar einfach. In den meisten Fällen liegt es einfach an der Feder der Arretierung der Schaltwalze. Ist kein besonders teures Ersatzteil und ist auch einfach zu wechseln. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Werkstatt und schauen uns das Ganze mal an. So, hier sind wir jetzt in der Werkstatt. Ihr seht, ich habe das untere Verkleidungsteil bereits entfernt, den Kühlwasserbehälter gelöst und den Deckel für das Kettenritzel abgenommen und auch den Deckel der Schaltbetätigung. Wenn ihr diesen Deckel abnehmt, geht es am leichtesten, wenn man sich eine der Schrauben nimmt und hier in das Gewinde dreht und dann daran zieht. Dabei solltet ihr aber am besten mit dem Daumen hier oben die Schaltwelle gegenhalten, dass ihr praktisch nicht mit dem Deckel die ganze Mechanik hier rauszieht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze vorgefunden habe. Und jetzt seht ihr, dass diese kleine Feder hier unten drinne liegt und dass praktisch der eine Haken zum Einhängen abgebrochen ist. Und diese Feder hängt normalerweise hier oben. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier habe ich jetzt das neue Ersatzteil. So sollte das eigentlich aussehen. Die Teilenummer schreibe ich euch dann noch in die Kommentare. Ihr seht das Ersatzteil, die ist ein bisschen dicker und ein bisschen stärker. Ich nehme an, dass das Problem bei Yamaha bekannt ist und dass hier als Ersatzteil eine verstärkte Version geliefert wird. Hier sieht man jetzt auch den Effekt, wenn diese Feder fehlt. Die wird nämlich hier unten eingehängt in dieses Hebelchen. So, wenn die fehlt, seht ihr, dass das hier frei hängt und hier oben die Arretierung für diese Schaltwalze ja, praktisch völlig lose ist. Man sieht es auch hier, ja, dass praktisch die Schaltwalze dann nicht mehr exakt in der vorgesehenen Position arretiert wird. Das Teil hängt jetzt so einfach lose rum. Und diese Feder wird jetzt einmal hier unten in dieses Hebelchen und hier oben in diesen Stift eingehängt. So, wie ihr seht, ist die neue Feder jetzt da oben eingehängt. Einmal oben an den Stift und einmal hier unten in diese Lasche. Und wie ihr auch seht, hat sich jetzt hier
diese kleine Rolle für die Arretierung auch sofort wieder in die dafür vorgesehene Vertiefung in der Schaltwalze gesetzt, in dem Fall die Leerlaufposition. Ich konnte es jetzt nicht aufnehmen, weil ich beide Hände gebraucht habe und konnte nicht gleichzeitig die Kamera halten. Ich habe die Feder zuerst mit hier so einer abgewinkelten Spitzzange auf den oberen Bolzen gelegt. Und ihr seht, die ist ein ganzes Stück vorgespannt. Um die dann praktisch unten einzuhängen, habe ich hier so ein Spannwerkzeug für Auspufffedern. Damit konnte ich dann praktisch hier unten reingehen, die Feder vorspannen und hier um diese Lasche legen. So, bauen wir in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen. Eine neue Dichtung für den Deckel und dann machen wir mal eine Testfahrt. Ja, wie man im Fahrvideo sehen konnte, lässt sich das Getriebe jetzt wieder problemlos durchschalten. Speziell das Runterschalten funktioniert wieder einwandfrei. Die Gänge rasten sofort und präzise ein, ohne Geräusche aus dem Getriebe. Die Neutralstellung ist sofort auffindbar aus dem ersten Gang, leicht nach oben, und die Neutralstellung ist sofort eingerastet. Für die Reparatur habe ich bewusst auf die Hebebühne verzichtet, weil es wirklich keine große Sache ist. Und weil ich die Hebebühne momentan anderweitig belegt habe, dazu später in einem anderen Video mal mehr. Als Zeitaufwand für diese Reparatur solltet ihr ungefähr rund eine Stunde einplanen. Vom Kostenaufwand her 2,20 € für die Feder, die ist bei Yamaha als Ersatzteil erhältlich. Ebenso die Dichtung für den Deckel, die bei Yamaha bei rund 30 € liegt, oder direkt bei uns zum Vorzugspreis. Die Ersatzteilnummern und die Links, um die Teile zu bestellen, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne den Like-Button, und wenn ihr auch in Zukunft dranbleiben wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal, und tschüss, bis zum nächsten Mal.